Herzlich willkommen, liebe Zuschauer unseres DF-Talks. Mein Name ist Christian Trudzinski, ich bin Chefredakteur des HDTV-Magazins. Bei mir ist heute der Christoph Pech. Christoph, hallo. Wir sind immer noch voll in CES-Laune. Ja. Heute die Folge 2. In der letzten Runde haben wir uns über Samsung unterhalten. Heute wollen wir mal Sony besprechen. Es gab ein mysteriöses Sony-Teaser-Video vor der CES und da haben alle spekuliert, ist es jetzt das neue Z4? Also man hatte praktisch so eine Profilansicht, wo man nur irgendwas super Flaches gesehen hat. Dann kamen die ersten Besserwisser und haben gesagt, nein, es muss sich um den neuen OLED handeln. Nun ist es weder das Z4 noch der neue OLED. Es ist nach wie vor ein LED-LCD, der aber ziemlich cool aussieht, weil er eben tatsächlich so flach ist. Er ist angeblich nur 4,9 mm ist die Gehäusetiefe. Das muss man schon sehr genau messen, ne? Das jetzt wirklich noch. Ganz genau, das ist, ja, mit dem Finger kommt man, so klein kriegt man es am Ende wahrscheinlich gar nicht mal hin. Genau, das wird das neue Topmodell, auch Bravia-Reihe. XBR 65 X900C wird das gute Stück heißen. Und interessant daran ist nicht nur, dass es so unglaublich dünn ist. Der Trend geht ja wieder, nachdem die Fernseher mal wieder ein bisschen dicker wurden, geht er jetzt wieder dahin zurück, dass sie wieder flacher werden. Wo Sony übrigens auch sehr stolz drauf war, wenn man ihn an die Wand hängt, dann ist es quasi, als wenn man durch ein Fenster guckt, weil den Fernseher an sich, weil der eben so dünn ist, kann man gar nicht mehr ausmachen drumherum. In dem arbeitet mit X1, heißt das Ding, neuer 4K-Prozessor. Da sind sie ja irgendwie sehr stolz drauf, wobei man sagen muss, das ist für Sony, glaube ich, schon immer der große Differenzierungspunkt im Vergleich zur Konkurrenz gewesen. Das sieht man bei den Kameras, das sieht man bei den Beamern, das sieht man auch bei den TVs. Das heißt, die gehen wirklich über den Chip und über dieses Processing und versuchen halt Dinge zu machen, die andere nicht machen. Ne? Es ist eben, 4K ist generell bei Sony das große Ding 2015 quasi. Es sind ja nicht nur die Fernseher, sondern auch Kameras und Actioncams etc. Das kann jetzt alles 4K-Material und das kann das auch alles. Bei den Kameras war das sehr interessant zu sehen. Da hatten sie Tony Hawk, haben sie sich natürlich auf die Bühne geholt. Mit so einem Namen kann man ja, glaube ich, mittlerweile günstiger zu haben. Ne? Ja, wahrscheinlich. Er ist nicht mehr der allerjüngste, aber der hat eben so eine Actioncam vorgestellt, die dann so Wackeln ausgleichen kann. Auch nur in der Hand. Ne? Er kam nicht mehr reingefahren. Es stand nur da. Aber mit dem kannst du natürlich nochmal die Leute ein bisschen anziehen. Der Tony Hawk ist immer noch ein Name, gerade bei den jungen Zuschauern. Genau. Was mir imponiert hat, war nicht das in Anführungsstrichen Fehlen eines OLEDs, sondern dass es ja, glaube ich, neben dieser super flachen TV-Reihe die Fortsetzung der Modellreihe gibt, die wir ja im letzten Jahr schon sehr, sehr gut gefunden haben, die, glaube ich, 9400 oder so heißen wird. Irgendwie 9400C. Genau, genau. Und da ist mir was aufgefallen, und zwar habe ich mal so ein bisschen in den Technologien gestöbert und es soll wohl ein 75 Zoll Modell kommen mit Direct LED. Das heißt, wir sprechen dann wirklich davon, hier haben wir ja den 85 Zoll getestet, der war noch ein bisschen teuer, 20.000 Euro. Aber mit dem neuen 75 Zoll haben wir vielleicht eine realistische Chance, diese Technologie transferiert zu bekommen in eventuell etwas bezahlbarere Regionen. Und hochinteressant, die Motion Flow-Angabe, also praktisch Sonys Bewegtbild, Schärfen, Darstellungstechnik, hat eine auffällig hohe Zahl abbekommen, die auch höher liegt als bei allen anderen Serien. Und wir warten ja jetzt eigentlich immer drauf, wo ist das erste native 200 Hertz Panel drin. In dem 105 Zoll Samsung war es schon mal drin, der leider auch ein bisschen teuer ist. Aber da bahnt sich was an, dass das Modell super interessant werden könnte für alle Technikfreaks. Weil man muss ja auch sagen, Ultra HD ist schön und gut, aber selbst 65 Zoll ist jetzt nicht so riesig, um 4K oder Ultra HD wirklich mal effektiv bei 3 Meter, 4 Meter Sitzabstand imposant zu erleben. Das heißt, auch da sind die 75 Zoll natürlich eine andere Hausnummer. Anderes Thema natürlich Android, Betriebssystem. Für Sony ganz großes Ding. Die hatten ja schon mal irgend so eine Google TV-Box, was nicht so richtig funktioniert hat. Google TV ist ja nur auch Geschichte mehr oder weniger.
Das ist ein interessantes Stichwort, das sind die Betriebssysteme. Also Sony setzt auf Android, genauso macht das unter anderem auch Philips zum Beispiel. Samsung geht ja mit Tizen jetzt einen komplett eigenen Weg, dass sie jetzt ihr Betriebssystem auch auf die Fernseher holen, was sie vorher halt in Smart Wearables etc. drin hatten. Was ich da nochmal rückblickend interessant finde bei Samsung, die haben in den letzten Jahren immer diese One Connect Box auch auf der CES ganz, ganz stark in den Vordergrund gehoben nach dem Motto Zukunftsfähigkeit. 2015 ist jetzt ein großes Fragezeichen. Wird Tizen upgradefähig sein für die alten Modelle? Es gibt, glaube ich, 3 Aussagen. Nein, ja. Oder es werden nur bestimmte Apps für die alten TV-Modelle kommen, aber nicht das Betriebssystem selbst, was ich am wahrscheinlichsten halte. Ja. Also da scheint es sich ja auch wieder abzuspielen, dass jedes Jahr mit jeder neuen großen Betriebssystemumwälzung die Besitzer von alten TVs dann praktisch vor verschlossenen Türen stehen. Ne? Und es wird halt generell auch interessant zu sein, dass das Internet der Dinge war ja ein großes Thema auf der CES und da geht es darum, dass es eben offene Systeme werden sollen, dass eben viele Hersteller miteinander quasi kompatibel sein sollen, wenn es um Fernseher und Haus etc. geht. Und dass der Nachbar auch einfach mitgucken kann, über das eigene WLAN-Netz. Genau. Und da hat der BK Yoon von Samsung, um dann nochmal kurz und Samsung dann auch abzuschließen, darauf zurückzukommen, der hat ja eine Keynote gegeben und hat da das Internet der Dinge groß angekündigt bzw. groß abgefeiert und hat dann auch nochmal gesagt, dass wir auf Offenheit setzen, dass wir mit vielen zusammenarbeiten wollen und so weiter. Arbeitet jetzt aber als Betriebssystem mit dem eigenen Tizen, was ja im Prinzip dann wieder eine Art abgeschlossene Plattform ist im Vergleich zu meinetwegen Android oder Panasonic, aber mit Firefox und sowas alles. Das sind ja alles offene Geschichten, wo ich auch glaube, dass es da viel einfacher werden würde, die Kamera von Hersteller B, die ich in meinem Haus habe, um meine Kinder zu überwachen, mit dem Fernseher von Sony, den ich im Haus habe, zu vernetzen etc. Und da darf man gespannt sein, wie weit Samsung tatsächlich auf Offenheit setzt oder ob BK Yoon nur geredet hat. Um Sony jetzt noch gebührend abzuschließen, was man Sony einfach zugutehalten muss, die waren 2013 die ersten, die mit dieser Farbraumerweiterung kamen. Da waren schon die Quantum Dots praktisch drin. Die Quantenpunkte. 2014 kam High Dynamic Range, praktisch im letzten Jahr diese Interpolationsgeschichte. Das heißt, wenn sich jemand mit den neuen Themen auskennt, Farbraumerweiterung, Dynamik, höherer Dynamikumfang, 4K, Bildprocessing etc., dann ist es eigentlich Sony und wir sind da sehr zuversichtlich, dass die da einen ordentlichen Job machen werden. Für alle weiteren News rund um Sony, die 2014er Geräte, die 2015er Geräte, schauen Sie einfach ins aktuelle HDTV-Magazin oder natürlich auf digitalfernsehen.de. Ich melde mich ab, bis zur nächsten Folge des DF Talks. Ciao.